Das ist das einzige Elektroauto, das 7 Sitze hat und 2,5 Tonnen kann ziehen. Herzlich willkommen zum Emil Frey Car Review. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Fangen wir doch gerade mal mit dem Design an. Seien wir ehrlich, sieht schon recht böse aus. Mit so einer richtig breiten, Cyberpunk-mäßigen Front. Ich meine, die Länge, hast du das Gefühl, das Auto hört gar nicht mehr auf. Also es hat wirklich so ein bisschen amerikanische Dimensionen. Er ist nämlich über 5 Meter lang und mit eingeklapptem Spiegel 2 Meter breit. Das heisst, wir haben da wirklich ein richtig grosses Auto. Aber eben, die 7 Sitze musst du ja irgendwo positionieren. Fangen wir mal an der Front an. Wir haben hier die Star Map Lichter, die wir ja von den Kias schon kennen. Hier vorne der Grill, der auch aufklappt, wenn man fährt. Vorne haben wir den Frank. Die Nicht-Allrad-Version hat 90 Liter Platz. Die Allrad-Version leider ein bisschen wenig, nur mit 50 Liter. Sprich, da kann man einfach Ladekabel rein tun und ein bisschen Werkzeug. Was es aber hat, ist vor allem für die Grösse natürlich gedacht, so ein Emergency-Knopf. Das heisst, wenn man mit seinem eigenen Auto gekidnappt wird, kann man aus dem Frank wieder rauskommen. Man muss zwar relativ klein sein, aber die Option ist rum. Dann weiter an der Front. Ich finde, diese Partie gefällt mir so ein bisschen am besten. Man hat das Gefühl, die Haube geht hin und dann geht es gerade runter. Das hilft nochmal so ein bisschen mit dem modernen, kantigen Look. Weiter auf der Seite haben wir bei der GT-Line 21 Zoll Felgen als Standard. Sie sehen zwar viel kleiner aus, weil einfach der ganze Rest so gross ist. Wir haben einklappbare Türgriffe, das heisst, wenn du das Auto zumachst, gehen sie schön flach ans Auto hin. Und für ein grosses Auto brauchen wir natürlich auch grosse Spiegel, aber die braucht es wirklich, damit man auch schön sieht, wo das Auto aufhört. Zu den Motorisierungen. Wir haben 3 verschiedene zur Auswahl, bzw. auch Batteriewahlen. Wir haben eine 76,1 Kilowattstunden Batterie mit 218 PS, nicht Allrad. Dann haben wir zweimal die Version mit 99,8 Kilowattstunden. Eine ist mit 203 PS und nicht Allrad. Und wenn man unbedingt Allrad hat, bei der, dann hat man das mit 385 PS. Sprich, wirklich ein bisschen Dampf dahinter. Weiter beim Heck haben wir auch wieder die Star Map Lichter, so ein bisschen in einer Windmühle-Konfiguration. Da in der GT-Line, in der Top-Ausstattung, haben wir da noch die schwarze Diffusor, da mit dem kleinen grauen Balken noch oben dran. Kofferraum haben wir recht einen grossen. Wenn wir die dritte Sitzreihe hier oben haben, haben wir 333 Liter. Wenn die unten ist, haben wir 800 Liter. Und wenn wir alles ablegen, haben wir über 2300 Liter Kofferraumvolumen. Das ist natürlich schon massiv viel Platz. Das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, man kann die Hutablage nicht versorgen. Sprich, wenn man die dritte Sitzreihe auflassen will, muss man die irgendwo daheim deponieren. Das ist natürlich ein bisschen schade. Hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Aber zum Auflassen, alles elektrisch, per Knopfdruck und dann kommt die dritte Sitzreihe rauf. Was haben wir sonst noch im Kofferraum? Eben die Knöpfe, um die ganzen Sitzreihen auf- und runter zu lassen. Plus noch eine Steckdose mit 250 Volt Anschluss. Sprich, man kann da auch mal beim Campen irgendwie den Toaster anstecken. Zusätzlich, wenn man es konfiguriert hat, hätten wir noch die Anhängerkupplung, wo wir 2,5 Tonnen mit ziehen können, bremst. Plus, wir haben eine Traglast von 130 Kg, sprich, man kann bis zu 3 Velos hinten drauf montieren. Zu der Ladetechnologie, wir können DC bis zu 210 Kilowattstunden laden und AC bis 11 Kilowattstunden. Reichweite haben wir gemäß Kia 563, realistisch relativ nahe an 500, sprich wirklich top of the line. Zum zeigen, wie viel Platz der EV9 auf der dritten Sitz hat, habe ich kurz den Simon eingestellt, wo ich jetzt durch die riesige Seitentüren begrüßen darf. Darf ich dich mal da hindern, bitte? Ja, mit Freude. Da haben wir jetzt die 7-Sitzer-Version. In der 6-Sitzer-Version würde mit der Sitz wegfallen und wir hätten da 2 grosse einzelne Sitze, die man auch noch drüllen kann. Wie sitze ich schon mal so? Also, da der Sitz noch vorne ist, sehr gut. Ich glaube aber, wenn ich hier rüber schaue, sobald der Sitz hinten ist, weniger gut. Darum machen wir das gerade mal. Ja. Ja. Warte, ich gehe vorne, weil ich habe da noch Führungsplatz. Okay. So könnte ich jetzt relativ komfortabel hocken. Wenn du das noch hinter, ja. Also ganz ehrlich, ganz okay. Also für eine dritte Sitzreihe finde ich, kann man jetzt nicht viel sagen. Finde ich gut. Ich habe oben genug Platz beim Kopf. Auch wenn die Tür zu ist, fühlt sich das für mich super an. Ich kann so tiptop bequem hocken. Wie sieht es bei dir aus? Hey, auch mega gut eigentlich. Was mir einfach gerade auffällt, an der Cupholder, finde ich richtig cool. Ist recht gross, da ist eine kleine Ablagefläche da hinten. USB-C, Anschluss. Also mega gut für
für eine dritte Sitzreihe. Also eigentlich kann man sagen, wir können auch gut mit Erwachsenen, also sprich 7 Erwachsenen da umeinander fahren. Jetzt in der Mitte da wird es wahrscheinlich eng, aber mit 6 erwachsenen Personen no Problem. Auf jeden Fall. Und das habe ich jetzt so in einem Elektroauto noch nie gesehen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Dann auf der zweiten Sitzreihe, wenn man jetzt nicht die dritte braucht, kann man natürlich voll hinten fahren und dann hat man richtig viel Platz. Man kann auch noch den Sitz hinten lehnen. Sprich, ich kann da wirklich sehr gemütlich drin hocken. Ich habe mehr als genug Kopffreiheit. Ich habe hier noch ein Sonnenrollo, falls es blendet. Wir haben in den Türen so ein veganes Leder bezogen. Wir haben hier ein bisschen glänzenden Plastik, aber nicht in schwarz. Sprich, man sieht den Fingerabdruck nicht so gut. Das finde ich noch schön gelöst. Je nach Ausstattung, beheizte oder belüftete Sitz. Das ist natürlich richtiger Luxus und dann noch so ein Stoffelement. Ansonsten haben wir hier 2 Getränkehalter. Da unten noch ein grosses Ablagefach. Auch im mittleren Sitz 2 Getränkehalter. Oben das Panoramadach, das ich aber von vorne muss steuern. Sprich, ich muss dem Fahrer oder dem Beifahrer sagen, ich will gerne das Sonnenrollo offen oder zu. Da oben die Steuerung für Klimazonen, plus da noch Öffnungen für Lufteinlässe, die man wirklich sehr schön kann auf sich einstellen kann. Also das ist auch wieder so ein bisschen Cyberpunk-mäßig vom Look her, gefällt mir wirklich gut. Dann zum Fahrersitz, die sind natürlich auch Kia-typisch mega bequem. Wir haben auch wieder so veganes Leder, Sitzheizung, Sitzbelüftung da, plus Massagefunktion, plus noch das Steuerrad, das beheizt werden kann, Memory-Funktionen. Also in Bezug auf den Sitz kann man wirklich gar nichts sagen, da ist Vollausstattung drin. Vorne ein schönes Steuerrad mit physischen Knöpfen, ich liebe es. Ist auch wieder in diesem Hartplastik da gehalten. Finde ich jetzt in dieser Form noch in Ordnung, man sieht jetzt die Fingerabdrücke nicht gut. Man hat alles, was man braucht, Assistenzsystem links, Media- und Infotainment-Funktionen rechts und einen Drive-Mode und Terrain-Mode. Ansonsten haben wir hier den grossen Gangwahlhebel, wo ich das Auto drüber starte. Das ist so ein bisschen wie im VW-Produkt. Vordertrüllen geht es ins D, rückwärts trüllen ins R und da zum ins P schalten. Vorne haben wir 3 Screens. Wir haben den Fahrerscreen, wir haben den Infotainment-Screen und in der Mitte haben wir noch so einen kleinen Klimascreen. Ich kann aber nicht ganz nachvollziehen, wieso dass man den da positioniert hat. Als Fahrer, wenn man den bedienen will, während dem Fahren muss man seine Position verlassen, um da etwas draufzudrücken. Aber die wichtigen Funktionen wie Temperatur und Gebläsegeschwindigkeit kann man trotzdem über klassische Knöpfe steuern. Auch für den Beifahrer weiss ich jetzt auch nicht, wie gut das ist, wenn man da am Fahrer ins Blickfeld rein muss langen, aber ja. Sonst das Infotainment, klassisch Kia, wie wir es kennen aus den EVs, sehr aufgeräumt, minimalistisch, gibt es absolut nichts dazu zu sagen. Sehr schön gelöst. Nachher unten haben wir die Lademöglichkeiten. Hinter dem Fächchen versteckt sich 12 Volt. Und dann haben wir USB-C da, grosse Ablagefläche da unten. Und da haben wir eine sehr coole Ablagefläche. Das fühlt sich so angenehm an, dass ich auf und zu schiebe. In der Klappe befinden sich 2 Getränkehalter. Oben dran noch ein Hill Descent, Auto Hold und Parkassistenzsystem zum Aufrufen. Und auf der linken Seite haben wir den Fingerabdrucksensor und den finde ich super, weil wenn man das Auto jetzt auf sich einstellen will, kann man das alles so konfigurieren. Finger draufheben und dann stellt sich alles so ein, wie man es halt gerne will, auch der Sitz. Was aber nicht macht, ist die ganze Assistenzsystem. Sprich, wenn ich jetzt das nervige Gebimmel, wenn ich 1 km/h über das Tempolimit rein bin, kann ich nicht über das konfigurieren. Aber Kia hat sich da etwas überlegt. Und zwar, wenn ich lange auf den Mute-Knopf drücke auf dem Steuerrad, stellt sich das von selber an. Also das finde ich sehr gut gelöst. Ladeschale und eine kleine Ablagefläche da hinten. Wenn wir da Richtung Dach schauen, wir haben das Panoramadach, das ist da vorne aber manuell. Sprich, ich habe da nicht einen Knopf oder so, ich das steuern kann. Aber wie gesagt, hinten aber schon. Kann ich jetzt nicht ganz verstehen, wieso man das gemacht hat. Es ist zwar relativ einfach zu bedienen, aber ich glaube, wenn man schon einen Knopf hat, dann hätte man von vorne auch noch einen einbauen können. Wir haben einen Spiegel, einen elektrischen Spiegel, und den finde ich relativ wichtig, weil wir haben da so viel Sitz und potenziell Köpfe, die man sieht im Rückspiegel. Kurz switchen und dann habe ich die Kamera und sehe perfekt hinter das Auto aus. Also da sehe ich wirklich einen echten Use Case für die Spiegelkamera. Der Kia ist natürlich nicht ein Stadtauto, aber es hat natürlich trotzdem auf einem kleinen Raum irgendwo durchtrüllen. Er hat 12,3 Meter Radius. Das ist jetzt nicht fantastisch, aber auf dem Parkplatz kann man trotzdem recht gut kehren. Von dem her nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal auf die Straße raus und schauen, so wie er fährt. Oh. Oha! Der geht brutal ab. Also wir haben jetzt hier im Allrad 385 PS, aber ich muss sagen, die gehen brutal ab. Es ist brutal, wie der schiebt. Auch die Kurvenlage im Sportmodus recht gut.
Klar, es ist kein Sportwagen. Wenn man das will bei einem grossen SUV, dann ist man da wahrscheinlich am falschen Ort. Aber ich muss sagen, er hat da die Kurvenlage wirklich super, bremst auch gut. Wir haben verschiedene Rekuperationsstufen, die man über die Pedale da lösen. Wir haben so einen Automode und den finde ich wirklich super. Der tut eigentlich komplett von selber rekuperieren. Sprich, wenn ich den eingestellt habe und er vor mir ein Auto sieht, das abbremst, tut er nicht mit der Hauptbremse sozusagen das Auto abbremsen, sondern über die Rekuperierung. Und so kannst du eigentlich so effizient wie möglich fahren. Oder? Du tust dann eigentlich gleiten, wenn du auf einen Kreisel zukommst und er merkt, oh, da kommt ein Kreisel, tut dann für dich rekuperieren. Oder? Und so kann man so effizient wie möglich eigentlich fahren. Jetzt kann man sonst sagen, wir haben ein grosses Auto, das ist klar. Es hat so ein amerikanisches Fahrgefühl, so, es fühlt sich an wie ein amerikanisches Auto. Wir sind gross, wir haben einen gewissen Bodyroll, aber ich muss sagen, der hält sich echt in Grenzen. Und das Coole finde ich, das Auto hört wirklich überall, also ich sehe überall, wo das Auto aufhört. Weil es so eine flache Front hat, weil es auf der Seite relativ gerade herabgeht, sehe ich super, wo ich so auf der Straße bin. Ich sehe, da habe ich genug Platz vorne. Und das finde ich echt cool. Auch über den Spiegel, ich sehe perfekt, wo mein hinteres Rad ist, wo ich auch hinten aufhöre. Also wirklich top. Und mit dem elektrischen Spiegel sieht man noch viel besser, wo effektiv das Auto aufhört. Kommen wir noch zum Fazit und zum Preis. In der Schweiz gibt es 3 Versionen. Die R-Version, die günstigste, fährt bei 64'950 Franken an. Dann die Earth-Version bei 77'950 und GT-Line Top-Version, so wie sie auch da steht, mit Allrad, fährt bei 86'950 Franken an. Das ist relativ viel Geld, aber das Auto ist wirklich sehr spezifisch auf eine Zielgruppe abgezielt. Du brauchst Platz, du willst einen Anhänger ziehen und du willst ein Elektroauto. Und für das ist er perfekt. Er ist wahnsinnig bequem, er hat Power und er ist super verarbeitet. Also wenn du im Markt bist für genau so ein Auto, geh doch Probe fahren und schau nächste Woche wieder rein beim Emil Frey YouTube-Kanal.